Festcast, die gesprochene Festschrift für Professor Dr. Constanze Jungblut. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Festcasts für Professor Dr. Constanze Jungblut. Ich bin Concha Höfler. Wie viele der Zuhörenden wissen, ist es in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Community Tradition, anlässlich der Emeritierung einer Professorin oder eines Professors eine Festschrift zusammenzustellen. Meine Kollegin Rita Valentin und ich haben uns vorgenommen, diese ehrenwerte Tradition ins 21. Jahrhundert zu befördern und Constanzes KollegInnen zu einem Gespräch über ihren wissenschaftlichen Werdegang und Constanzes Platz darin einzuladen. Ein Festcast anstelle einer Festschrift also, um Constanzes Interesse an gesprochener Sprache zu würdigen und um die vielen Sprachen und Varietäten herauszustellen, mit und in denen Constanze gearbeitet hat. Ich freue mich sehr für diese Folge, Dominik Gerst, wissenschaftlichen Mitarbeiter im Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen begrüßen zu dürfen. Hallo Dominik. Hallo Concha, wie schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du da bist. Und meine andere Podcast-Partnerin ist Maria Klessmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Border Centers, am Viadrina Center for Borders in Motion. Und ich kann es nach all den Jahren immer noch nicht. Hallo Maria. Hallo Concha, danke. Genau, vielleicht fangen wir einfach vorne an. Wie habt ihr denn Constanze kennengelernt und unter welchen Umständen? Also ich habe Constanze als Professorin, als Lehrende kennengelernt an der Viadrina. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich ein Seminar zu Code Switching und Code Mixing bei ihr gemacht habe, was total Spaß gemacht hat. Ich habe da irgendwie so eine eigene kleine empirische Forschung gemacht und Tischgespräche mit Südtiroler FreundInnen aufgenommen und darüber haben wir dann im Seminar viel gesprochen und gelacht und ich weiß auch noch, dass Constanze dann Schnipsel von unseren Arbeiten irgendwie mal in einem Vortrag von sich mit aufgegriffen hat und wir Studierenden uns total geehrt gefühlt haben, dass die Professorin hier unsere dilettantischen Dinge mitnimmt. Und genau, und so haben wir uns, also so habe ich sie zumindest die ersten Male erlebt an der Uni. Und dann haben wir uns näher kennengelernt, eigentlich in dem Graduiertenkolleg, in dem auch Dominik und ich uns kennengelernt haben. Möchtest du vielleicht was zu dem Graduiertenkolleg erzählen, Dominik? Ja, total gerne. Das war nämlich der Moment, an dem ich Constanze das erste Mal kennengelernt habe. Und zwar in meinem Vorstellungsgespräch, was tatsächlich passenderweise ziemlich genau 10 Jahre her ist. Also unser Graduiertenkolleg hat gestartet, wenn ich mich richtig erinnere, im Februar 2014. Und da habe ich Constanze kennengelernt. Das muss dann dementsprechend im Januar gewesen sein, gemeinsam mit Nicole Richter und Florian Dost. Die hatten dieses Graduiertenkolleg im Rahmen von Borders in Motion eingeworben als quasi äquivalent zu Forschungsprojekten, die parallel gestartet waren. Und da gab es eben 3 Stipendien zu vergeben. Und ja, da bin ich quasi als Externer dazugekommen. Maria wurde ja quasi intern verpflichtet. Ich weiß gar nicht, gab es da richtig auch Bewerbungsverfahren und sowas oder wurdest du schon vorher ausgewählt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bei mir war es jedenfalls so, ich habe mich beworben. Ich hatte damals schon in Frankfurt-Oder gewohnt und habe verzweifelt versucht, meinen Fuß in die wissenschaftliche Tür zu bekommen. Und dann hat das irgendwie funktioniert, was total toll war für mich. Und da habe ich Constanze kennengelernt und sie hat mich gleich als jemanden verpflichtet, der dann bei ihr eine Diss schreiben darf. Und das hat total gut gematcht von Beginn an. Und dann war das eine ziemlich interessante Geschichte, die wir da gestartet haben. Denn wir haben ja nicht nur Doktorarbeiten da verfasst, sondern sind dann gleich total wild eingestiegen, haben uns neue Projekte überlegt. Und es ist alles ziemlich ausgeartet aus heutiger Perspektive, würde ich mal sagen. Genau, aber das war eine super Zeit. Also wir haben wirklich viel auf die Beine gestellt. Wir hätten uns im Nachhinein, retrospektiv ist man ja immer schlauer, hätten wir uns vielleicht noch mehr auf unsere Dissertationen konzentrieren sollen. Aber auch mit Constanzes Unterstützung haben wir da viele coole wissenschaftliche Veranstaltungen organisiert und hatten da immer ihr Backup. Das war total wertvoll. Und um das klarzustellen, ich habe mich natürlich auch beworben.
Ich wollte gerade sagen, wir wollen jetzt nicht den Eindruck hier aufkommen lassen, dass es dann nicht mit rechten Dingen zugeht und die internen BewerberInnen sich nicht bewerben müssen. Das heißt, ihr habt dann relativ, oder Dominik zumindest hat sofort mit Constanze zusammengearbeitet und Maria ja auch. Also genau, und man sollte, glaube ich, auch die wissenschaftlichen Arbeiten, die Studierende in diesen Seminaren erstellen, nicht zu sehr kleinreden, weil da geht es ja um richtige Daten und richtige Analyse. Und offensichtlich war es das mehr als wert, dann eben auch in Vorträgen und vorzukommen. Ja, aber ich kannte das zum Beispiel bis dahin nicht. Ne? Also ich hatte nicht erlebt, dass irgendwie ein Professor oder eine Professorin sozusagen Studierendenarbeiten irgendwie so würdigt in der Art. Und so ernst nimmt auch. Ne? Ja, genau. Und wo habt ihr genau, also das ist natürlich dann mit diesem Code-Switching und dem Code-Mixing, das ist eine sofortige Überschneidung der Arbeit. Wie war das mit dem Kolleg? Was waren da die Überschneidungspunkte zu Constanzes Forschung? Ja, dass wir uns mit sprachlichen Praktiken der Grenzziehung irgendwie alle beschäftigt haben auch. Ne? Also wir hatten sozusagen irgendwie verschiedene Perspektiven auf Grenzen aufgeworfen und immer versucht, dieses Verhältnis von Sprache und oder Sprachwissenschaft und Grenzforschung irgendwie auszuloten in unterschiedlichen Aspekten und empirischen Arbeiten. Also wir haben ja alle andere Sachen gemacht, aber da waren sozusagen die Schnittstellen. Genau, das waren, würde ich sagen, die Schnittstellen. Und ich meine, das war total super, ne? Dass es so eine Art Offenheit gab, dass es so eine Vorstellung davon gab, es geht irgendwie um im weitesten Sinne kulturwissenschaftliche Grenzforschung aus einer erstmal natürlich linguistischen Perspektive, aber dann hatten wir natürlich mit Florian Dost und Slavena, seiner Doktorandin, hatten wir irgendwie auch Leute aus dem Marketing, also aus den Wirtschaftswissenschaften dabei. Und ich war ja auch im Grunde nur halber Linguist oder bin nur halber Linguist, bin ja auch eigentlich Soziologe und dann kam sozusagen so der soziologische Einschlag noch mit rein und Constanze vor allem, darum geht es ja jetzt hier vor allem, hat das total dankenswert aufgenommen, ja, und hat das irgendwie gar keine Berührungspunkte gehabt, was ich total toll fand. Also sich sofort auch auf meine Perspektive eingelassen, dass es eben jetzt irgendwie keine reine Linguistik wird, sondern dass es da eben auch einen soziologischen Anspruch gibt, dass das eben alles ein bisschen breiter gefasst wird, auch vielleicht auch ein bisschen theoretischer gefasst wird. Das war total toll für mich. Also das habe ich auch so am Anfang nicht erwartet und dachte, ich müsste mich auch eher sozusagen jetzt nochmal gucken, wie ich mich da disziplinär verbiegen ist das falsche Wort, weil ich auch Linguistik studiert hatte, aber schon irgendwie nochmal gucke, ob ich jetzt vielleicht doch eher Linguist werde. Was für mich jetzt nicht so der Plan war eigentlich. Und das war total toll, dass ich das eben nicht so machen musste, sondern dass es da ganz klar darum ging zu gucken, wie mein eigener Weg da zu finden ist. Und Constanze hat das immer total gefördert, anstatt irgendwie zu verlangen, dass man sich quasi ihrem Vorgehen sozusagen da unterordnet. Das fand ich total toll, vor allem am Anfang, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wie geht denn das jetzt so ein Kolleg, was bedeutet das, ja, wie startet so eine Diss überhaupt? Das war super. Ja, und wir hatten da zum Beispiel auch die Schnittmengen, ne, mit Forschung zur Ethnizität und sozusagen linguistischen, wie hieß der Sammelband, den wir da mit Peter gemacht haben, Linguistic Construction of Ethnic Borders. So, das waren irgendwie auch so wichtige Schnittstellen, die für mich zum Beispiel eine große Rolle gespielt haben. Ne? Ich kam auch mehr so aus dieser Migration- und Minderheiten-Schiene und genau, war ein Kind der Kolloquien am Lehrstuhl und so. Wie wir alle, oder zumindest diejenigen von uns, die ja auch bei Constanze ihren Master gemacht haben und nicht erst vor 10 Jahren dazu gekommen sind, Dominik. Wollt ihr denn, genau, also ihr habt gesagt, dass ihr ganz viele tolle Sachen gemacht habt. Mögt ihr vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, was das war und besonders, wie Constanze das unterstützt hat? Und vielleicht auch, wie es dann weiterging. Das waren schon wieder zu viele Fragen auf einmal. Aber ihr macht es schon. Also im Graduiertenkolleg eben, was ja sozusagen die intensivste Zeit der Zusammenarbeit war, zumindest, also bis, dann später kamen nochmal andere Zeiten, aber zumindest da, wo auch Dominik dann und ich dabei waren, haben wir zum Beispiel, ich weiß, sie hat uns einmal ermutigt, eine Summer School in Bulgarien zu besuchen, daran teilzunehmen.
Das war so eine Aktivität, die wir gemacht haben. Das war total aufregend für Dominik und mich. So habe ich das zumindest in Erinnerung, Total. weil wir da Auf jeden Fall. hingeflogen sind und dann gemerkt haben, in Sofia, wir können ja gar keine Straßenschilder lesen und solche Dinge. Froh waren, dass wir unsere Unterkunft gefunden haben. Dann irgendwie mit dem Bus gefühlte 7 Stunden da übers Land getuckert sind zu dieser Summer School. Die Uni Sofia hat nämlich so Dependancen irgendwie da am Meer gehabt und ein großes Hotel, sozusagen uni-eigenes Hotel da gehabt, so ein Plattenbau, wo wir untergekommen sind. Und dann haben wir da, ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren, eine Woche oder sowas. 4, 5 Tage. Ja. Haben wir da halt diese Leute kennengelernt, die wir eigentlich alle vorher nicht kannten und ein bisschen was über unsere Dissertationsprojekte erzählt und so und hatten eine gute und gleichzeitig irgendwie total schräge Zeit. Das war so ein Touri-Ort, der aber ausgestorben war und da waren eigentlich nur wir WissenschaftlerInnen und haben den dann so bevölkert. Ja. Also eine Summer School, was noch? Na, wir haben dann ja gestartet mit diesem quasi Nebenprojekt. Also wir haben so eine Art Linguistic Landscape Projekt auf die Beine gestellt. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwie da so ein bisschen irgendwie eingelesen hatte, auch vor der Dis-Zeit und das irgendwie ganz interessant fand. Und ich weiß nicht, irgendwie sind wir gemeinsam. Ich meine, wir hatten auch im Kolleg so eine Art Design Thinking Sessions gemacht, wo wir überlegt haben, was könnten so Schnittstellenthemen sein und so. Und da ist das irgendwie hängen geblieben. Und dann haben wir vor allem, ja, muss man sagen, Maria und ich haben das ja dann initiiert, ein studentisches Seminar auf die Beine gestellt, ein Blog-Seminar, wo wir so eine Linguistik-Landscape-Studie im deutsch-polnischen Grenzraum in Frankfurt-Spice gemacht haben. Da haben wir dann unsere Studierenden losgeschickt, alle Beschilderungen, also alle mehrsprachigen, alle einsprachigen Foto zu dokumentieren, haben eine Karte erstellt, wo man dann bestimmte Dinge sehen konnte. Das ist relativ groß geworden, das muss man sagen. Wir haben das dann auch groß präsentiert. Wir hatten, ich kann mich erinnern, Thomas Krefeld eingeladen, auch für eine Vorstellung in der Research Factory und so. Und das muss ich sagen, das Krasseste daran war natürlich, dass wir einen Vortrag konzipiert hatten, den einmal in Berlin gehalten hatten und dann mit diesem Vortrag in Berkeley bei der Linguistic Landscape Tagung zugelassen wurden. Und dann kam nach Sofia natürlich der nächste Schritt, ist doch klar, das muss dann Berkeley sein, ja, was soll dann noch kommen? Und dann ja, das fühlte sich echt nach Berkeley geflogen. Das fühlte sich sehr bold an irgendwie. So. Das war für jemanden, der vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie lange waren wir dabei, ein Dreivierteljahr oder sowas. Und dann darf man irgendwie nach Berkeley fliegen und da Menschen kennenlernen, deren Texte man bisher nur gelesen hatte, sich diese unfassbar krasse Universität anzuschauen. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir wirklich extrem gutes Feedback bekommen. Also gestandene Professoren, die da sehr begeistert auf unseren Vortrag reagiert haben. Also das war wirklich eine krasse Erfahrung. ja. Ja, das war Und auch da muss man sagen, Constanze das extrem unterstützt hat, ja. Also bei der Beschaffung von Reisemitteln total geholfen hat, überhaupt erstmal auch beim Abstract schreiben und so und dass wir das machen konnten. Also das war ja auch nicht selbstverständlich, ne? Weil es eben, wie gesagt, ja so ein Seitenprojekt war und es drohte dann schon ja so ein bisschen mehr Platz einzunehmen als die Doktorarbeiten. Das ist ja so ein bisschen unsere gemeinsame Geschichte dann gewesen auch, dass wir sehr viel gemacht haben nebenbei. Das drohte da auch schon so ein bisschen auszuufern, aber das war immer total toll, dass es da großen Support gab. Ja. Ja, und das nächste Ding war dann, also ich bin mir nicht ganz sicher über die Chronologie, aber im Herbst kam dann unsere Autumn School, ne? 2015, genau. Die wir mit unserem Kollegen Peter Ulrich zusammen organisiert haben zur GrenzgängerInnen. Und das war auch nochmal so schon auch ein Riesending, hat irgendwie ziemlich viel Energie und Ressourcen eingenommen eine Zeit lang. Und Dominik, du warst da vor allen Dingen auch in den Antrag sehr, sehr involviert, ne? Den wir bei der VW-Stiftung gestellt haben dafür. Und, genau. An die kann ich mich auch noch erinnern. Genau, du warst auch dabei. Du warst auch involviert, genau. Ja, auch sowas, ne? Dass man da die Möglichkeit hat, quasi einen Antrag zu schreiben für so eine Idee von so einer Herbstschule.
Und dann sagt Constanze, naja, aber natürlich, ich unterschreibe das, ich mache das unter meinem Namen, dass wir da irgendwie das Geld heranbekommen. Ich glaube, mit Jürgen Neier war es tatsächlich noch zusammen, ne, den wir von Peter Ulrichs Seite dann ins Boot geholt hatten. Also auch das, ne, dass man irgendwie als Nachwuchswissenschaftler da die Möglichkeit hat, irgendwie sowas sich zu überlegen und dann das Backup bekommt, dass dann auch Anträge quasi eingereicht werden in unserem Namen. Das war natürlich auch super. Ja, und das war halt für unsere Vernetzung auch total gut, ne? Da hatten wir eben dann viele Doktorandinnen eingeladen, ich weiß nicht, um die 20, glaube ich, sowas. Und die waren dann ein paar Tage richtig in Frankfurt oder an der Viadrina und dann eben mit euch Postdocs, die ihr die Workshops moderiert und geleitet habt und so, war das super. Ja. Und andere externe SprecherInnen, die ihr eingeladen hattet, die natürlich auch mittelgroße bis sehr große Namen waren in der Grenzforschung. Also ja. Ja, das war eine total, fand ich, wichtige Erfahrung auch damals zu sehen. Das war sozusagen ja noch weit vor der komplexe Grenzen-Tagung, aber so meine erste Erfahrung damit, dass man eben auch so Menschen mit bekannten Namen irgendwie für solche Dinge einladen kann und sie sogar reagieren, vielleicht sogar zusagen. Das war eben so nach dieser Berkeley-Erfahrung war das ziemlich gut. Also bestärkend irgendwie, ne? Und dann? Also dann gab es auf jeden Fall noch eine Episode, ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, war das quasi parallel zu der Autumn School oder war das kurz danach? Da hatte ich mit Constanze noch mal mehr zu tun, weil ich im Grunde aushilfsweise in ein Projekt eingestiegen bin, was für sie kurz vor der Abschlussphase stand, nämlich ihr Manual in Deixis and Romance Languages, was ja ein wirklich sehr, sehr langwieriges Projekt ja für sie war. Mit Federica ja auch zusammen, ne? Mit der hast du ja auch gesprochen. Und ich bin da quasi in die Abschlussphase reingeraten, weil es noch eine studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft brauchte, die da so ein bisschen in der Kommunikation mit den Autorinnen einsteigt und vor allem die ganzen Lektorate macht für die Texte zum Schluss. Genau, da hatte ich dann ziemlich intensiv mit Constanze zu tun, weil ich da eingestiegen war, um ihr so ein bisschen unter die Arme zu greifen mit der Kommunikation mit den Autorinnen und dem Schlusslektorat und so. Und vieles muss noch getan werden. Und es war eine unfassbar intensive Arbeit. Und wir haben da stundenlang über Texten gesessen, nachts uns E-Mails hin und her geschrieben, weil wirklich da die Zeit drängte. Und es war total aufwendig und wir hatten wahnsinnig viel Arbeit und wir haben sehr viel geflucht. Und es war, glaube ich, wirklich eine schlimme Arbeit. Ich kann mich erinnern, dass Constanze gesagt hat, hinterher nie wieder Handbücher. Ja. Ganz lustig, eine Erfahrung, die Maria und ich ja ein paar Jahre später genauso gemacht haben. Ich glaube, wir haben genau das Gleiche gesagt, als wir fertig waren mit unserem Handbuch Grenzforschung. Aber das war tatsächlich auch wirklich, das hat total Spaß gemacht, da mit Constanze irgendwie über Texte nochmal zu sprechen und so intensiv in den Sommerferien da so ein Projekt zu Ende zu bringen. Ich glaube, da kann sie sich noch sehr gut dran erinnern. Da hat sie auch einiges durchmachen müssen in dieser Zeit. Aber wir haben das irgendwie ganz gut gemacht. Und ansonsten, ich erinnere mich noch an viele, viele tolle Lehrstuhlausflüge. Das war natürlich immer so ein Teil, der viel Spaß gemacht hat. Ne? Also in Prag waren wir. Oh ja. Oder? Das war toll. Ja. Was gab es noch? Breslau? Wrocław? Genau, da war ich in Georgien, glaube ich. Und wir waren noch im Sommer im Oderbruch irgendwo. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall hat sehr zum Zusammenhalt da am Lehrstuhl beigetragen und so. Das hat immer viel Freude gemacht und eben, es wurden auch nicht sozusagen nur die engsten Mitglieder eingeladen, ne, sondern auch Leute, die dann vielleicht da gar nicht mehr so aktiv waren, direkt am Lehrstuhl und so. Und, das fand ich immer sehr schön. Und alle, die man sonst noch so mitbringen wollte, ne? Also so PartnerInnen und Kinder und so. Genau, ja. Es war immer sehr inklusiv Ja. und was genau, also Maria, du bist ja noch in Frankfurt, aber genau, wenn man dann so in die große, weite Welt nach Großbritannien geht, dann genauso diese Dinge, die eben genau, ja, die Zusammenhalt schaffen und irgendwie schöne Momente außerhalb des wissenschaftlichen oder des akademischen Betriebs irgendwie. Das gibt es in Nottingham Trent zumindest sehr wenig, bis gar nicht. Ja, eben. Ich glaube auch, das ist schon was Einzigartiges da. Ja. Es ist immer geschafft, eine tolle Atmosphäre zu kreieren. Ja.
Und das ist ja auch in Frankfurt vor Ort, ne? Das ist ja auch, also mit dem Cafecito zum Beispiel, wo dann wirklich auch alle beteiligt waren, von der Hilfskraft, die vielleicht nur eine Stunde in der Woche irgendwie da ist, bis hin zu Peter, der quasi da sein ganzes halbes Leben verbracht hat am Lehrstuhl. Ne? Also so, da waren irgendwie alle da und alle gehörten sofort zusammen. Also ich kann mich auch noch total gut erinnern, als ich das erste Mal dazu kam irgendwie, als jemand, der ja auch nur in so einem Nebenprojekt von Constanze da irgendwie beschäftigt war, und ich gehörte jetzt ja auch nicht zum Lehrstuhl oder sowas, aber es waren sofort alle Teil irgendwie, und es war total selbstverständlich, dass alle Teil sind. Das war total super. Also das habe ich auch hinterher auch nicht mehr so erlebt in der Form. Ne? Also ich meine, jetzt bin ich an einem Arbeitsbereich, wo wir zu zweit sind. Das geht sowieso nicht, aber ich treffe euch auch regelmäßig zum Kaffee, oder? Wir treffen uns auch regelmäßig so, genau. Ja. Aber das ist ja schon sehr besonders. Ja. Genau, ich habe noch eine große Frage, weil so Worte wie Legacy oder Vermächtnis natürlich sehr große Wörter sind. Andererseits ist natürlich eine Emeritierung auch ein großer und wichtiger Moment. In welcher Hinsicht würdet ihr denn sagen, dass Constanzes Arbeit oder ihre Arbeitsweise weiterhin einflussreich sein wird? Also das wollte ich jetzt eigentlich vorhin noch erzählen, aber das passt dazu auch ganz gut. Auf jeden Fall, ne, diese Arbeit auch während der Jahrestagung der Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft als sehr, sehr intensiv und bereichernd mit ihr erlebt. Da haben wir sozusagen ja sehr eng auch zusammengearbeitet, und Constanze hat das eben geschafft oder hat sich da total reingeworfen, der Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft das Angebot gemacht, dass wir die ausrichten in Frankfurt-Oder, und das würde ich sagen, ist eine ihrer ganz großen Stärken, ne? Die Vernetzung und das Zusammenbringen von Leuten, und das haben wir eben bei dieser Jahrestagung sehr, sehr gemerkt, was für ein Talent sie da hat, und das hat eine totale Dynamik irgendwie reingebracht, so in die ganze Geschichte, und hat der Gesellschaft, glaube ich, auch deutlich zur Internationalität verholfen, ne? Die Gäste, die wir alle einladen konnten und so. Dominik, hast du noch eine Geschichte zu bleibendem Einfluss oder Dinge, die weiterhin wichtig bleiben? Naja, was mir natürlich noch einfällt, ist, dass sie ja auch die Centerleitung übernommen hat für eine gewisse Zeit, ne? Und da versucht hat, aus den, muss man ja vielleicht auch wirklich sagen, aus den prekären Verhältnissen, in denen das Center einfach steckte und ja auch immer noch steckt, ne? Dass eben ganz viel, was vorher quasi auch an finanziellen Mitteln da war, nicht mehr da ist, und auch an Man- and Women-Power nicht mehr da ist. Dass das ja eine schwierige Phase war, in der sie das Center auch übernommen hat, und da versucht hat, Dinge in eine bestimmte Bahn zu lenken, Dinge ermöglicht hat, ne? Also überhaupt, dass die quasi Strukturen nicht zusammengebrochen sind. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt gewesen zu einer bestimmten Zeit, ne? Dass es jetzt auch einfach so weiterlaufen kann. Ja. Das war ja total wichtig, ne? Dass es da auch jemanden gab, wiederum, der auch für uns, für den Mittelbau auch gesprochen hat, ne? Und ermöglicht hat, dass wir da irgendwie weiter Projekte starten konnten, Sachen machen konnten, dass es weiter ein Ort war, an dem auch Ideen entwickelt werden konnten und so weiter. Das ist ja, wie gesagt, immer wieder zu beobachten, ne? Dass es auch immer darum geht, diejenigen, die nachkommen, irgendwie die Freiräume bekommen zu können, ne? Und dass es Orte gibt, an denen Sachen entstehen können. Und auch da hat sie das sozusagen auf dann sehr hoher Ebene angesetzt und hat das aber auch ermöglicht, ne? Und immer wieder in den Vordergrund gerückt, dass es ja darum geht, dass Sachen entstehen müssen, so, ne? Und dass es nicht nur darum geht, irgendwie Altes zu verwalten. Ja, unbedingt, genau. Sie ist einfach in ihrer Unkompliziertheit nicht davor zurückgescheut, irgendwie vielleicht auch Wege zu beschreiten, die andere irgendwie erstmal nicht gegangen wären oder so, und gleichzeitig immer ansprechbar, hat uns immer Mut gemacht, fand ich auch so als Doktormutter, ne? Der berühmte Satz von ihr: Es ist nur ein Manuskript von vielen und so. Das ist ja einfach sehr, sehr unterstützend immer gewesen, und ich glaube, das ist was auf jeden Fall bleibt, ganz wichtig war. Ja, und was wir vielleicht auch mitnehmen, wenn wir oder ich habe das bei mir gemerkt, dass ich hier zwar sehr stark versuche, meine Work-Life-Balance irgendwie zu halten und bloß nicht, ne? Also genau diese ganzen Dinge,
die Constanze tat und ich glaube auch weiterhin tut, ne? Irgendwie, dass Dinge am Wochenende passieren, dass Dinge irgendwie spät abends passieren und ich versuche eben sehr, das zu trennen hier und dann aber gleichzeitig auch zu versuchen, dass die Studierenden, die NachwuchswissenschaftlerInnen werden, die eben trotzdem zu unterstützen und denen trotzdem Constanze zu channeln, as they say. Und eben das, also ne, diese Unterstützung und diese Offenheit eben zu versuchen weiterzugeben an die nächste Generation. So schön. Was für ein schönes Schlusswort, Concha. Und ja, genau. Zum Thema wissenschaftliches Vermächtnis können wir ja wirklich auch nochmal über Wissenschaft sprechen oder die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird. Und auch das ist ein Punkt, den ich bei Constanze auf eine Art gelernt habe, wo ich merke, das bestimmt immer noch meine Art und Weise, wie ich mit Themen umgehe. Und das ist der absolut logisch natürlich für eine Sprachwissenschaftlerin, die sich für Sprachgebrauch interessiert. Aber es ist ja in der akademischen Welt trotzdem nicht immer möglich, so viel Zeit dafür zu investieren, nämlich von Daten auszugehen, von empirischen Phänomenen auszugehen und das in Forschungswerkstätten eindringlich zu diskutieren, wahnsinnig viel Zeit aufzuwenden, sich mit Daten zu beschäftigen, mit Interpretationsgruppen zu treffen, Dinge wirklich am Material zu besprechen und dafür wahnsinnig viel Zeit wie nennt man das? Aufzubringen. Aufzubringen. Vielen Dank. Ja, und das ist ja nicht selbstverständlich, ne, dass man eben auch so eine Hands-on-Attitüde mitbekommt. Ne, und für sozusagen dann auch Sozialwissenschaftlerinnen, Kulturwissenschaftlerinnen, die eben auch das Empirische wichtig nehmen, ist das, finde ich, eine total wichtige Erfahrung gewesen, frühzeitig damit konfrontiert zu werden, dass es wirklich auch seinen eigenen Wert hat, viel Zeit zu investieren und das auch gemeinsam zu machen, ja, und gemeinsam über Interpretationen nachzudenken. Und eben, da sind mir diese Forschungswerkstätten bei ihr einfach eine total gute Erinnerung, ne? Wo es immer darum geht, alle können Daten mitbringen. Jedes Thema ist erstmal wert, dass man sich das anguckt, egal was man vielleicht hinterher rausbekommen hat und so. Aber es gab immer so eine total unbedingte Idee, alles erstmal zugänglich zu machen irgendwie und alles kriegt seinen Raum. Und das finde ich total wichtig. Und jetzt in Essen machen wir auch Forschungswerkstätte, ja, wo wir genau das Gleiche machen. Und ich finde das irgendwie eine total schöne Sache und finde auch, dass es wert ist, das auch nochmal zu betonen. Das machen nicht alle so. Ja, und wir haben das ja letztlich auch weitergeführt, ne, mit unseren freitäglichen Datensessions und so. Das ist ja auch so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gewesen, wo es eben genau um Sprachdaten, Sprachmaterial ging und auch aus den verschiedensten Ecken das kommen konnte. Ne? Aber es war einfach wichtig, dass mehrere Leute gemeinsam drauf gucken und da hat Constanze ja auch total geschafft, dass das ganz flache Hierarchien waren. Ne? Da konnten auch alle teilnehmen. Und, ja, wichtiger Punkt. Ja, und da schließt sich auch eigentlich sehr schön der Bogen zu dem, womit Maria vorhin angefangen hat, nämlich mit den Sprachdaten, die im Masterseminar erhoben wurden und die dann eben gemeinsam analysiert, aber eben auch wertgeschätzt wurden, ne? Und dann eben als die richtige Wissenschaft, die sie waren, wertgeschätzt wurden und dann eben auch weiter verwendet wurden. Ja, auch ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr, dass ihr heute da wart. Das war ein sehr schöner Festcast. Und wir sehen uns dann zur Verkündung. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Concha. Vielen Dank, Concha.